David, Mann, hi. Hallo. Ich renn auf, rolle bergab, durch die Pampa und durch die Stadt. Geradeaus, kratz mein Lack, zack, mit dem Kopf durch die Wand, das knackt. Bleib wo du bist, ich hol dich ab, ich mach nicht schlapp, auch wenn ich Gicht hab. Bin am Botten, bis ich blutende Hacken hab, kauf wie ne Frau neue Botten im Minutentakt. Die Pumpe pumpt, ich hab Wundelung, wie ein junger Hund, der nie satt. Zweifel gibt's nicht, ich lauf. Mashup stammt aus dem Englischen und heißt so wie Collage. Ihr kennt es von Mashed Potatoes, ja, Kartoffelpüree. Ja. Im Prinzip beschreibt das Konzept des Mashups nichts anderes als verschiedene Informationen, die nichts miteinander zu tun haben, zu nehmen, zu rekombinieren und daraus was Neues zu machen. Ladies and gentlemen, make some noise for the one and only Mr. Mashup Germany. Gute Frage. Also bei mir war es so, dass ich halt während des Studiums schon aufgelegt habe und so zu den ganz frühen Tauschbörsenzeiten, das war so 2000, 2001, als ich selber auch noch zur Schule gegangen bin, habe ich die ersten Bootlegs, so hießen sie damals, ja, gefunden und dachte mir, wow, das ist eine geile Sache, das ist irgendwie was Neues. Und dann dachte ich mir irgendwann, dass ich das selber gerne machen möchte, weil ich halt beim Auflegen echt so an meine Grenzen gekommen bin. Ich hatte keinen Bock irgendwie Track A und Track B oder einen Remix zu spielen und dann den Übergang zu machen, sondern ich wollte echt einfach mal mit Musik was Neues versuchen. Und dann habe ich halt angefangen, meine ersten Tracks online zu stellen, damals noch bei YouTube. Und ich werde das nie vergessen, ich habe den ersten Track online gestellt und habe mir da nichts bei gedacht und bin irgendwie 3 Wochen später online gegangen und sehe 650.000 Views und irgendwie 200 Nachrichten auf YouTube, wo alle geschrieben haben, ey, Wahnsinn, was ist das? Und dann dachte ich mir, oh, scheint anderen Leuten auch Spaß zu machen, verfolgen wir das doch mal weiter. Es ist echt ein schleichender Prozess gewesen. Also es gab sicherlich ein paar Milestones. Was unglaublich krass war sicherlich Top of the Pops 2011, weil es ja echt irgendwie auf YouTube wirklich mit über 40 Millionen Views krass viral gegangen ist. Danach habe ich gemerkt, da kam mehr. Also die Fans wurden mehr Anfragen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich kann man sagen, mit jedem Album wird es mehr. Mit dem Crow-Album, was ich mit Crow gemacht habe, das ging natürlich auch. Also seitdem nimmt es eigentlich kein Ende mehr. Also und dass es international so gefragt ist und dass ich halt auch international unterwegs bin, das ist jetzt glaube ich so seit 2,5 Jahren der Fall. Ich mache es ja erst seit jetzt knapp 4 Jahren. Also das ist alles so, keine Ahnung. Habt ihr Lust zu feiern? So geht es nicht. Wenn ihr Lust zu feiern habt, dann zeigt ihr eure Hände. Und zwar alle Hände. Nach meinem Freundeskreis, meiner Familie und meinem Arbeitgeber zufolge viel zu viel. Das Mashup machen kostet sehr viel Zeit, aber es ist halt meine Leidenschaft, es ist ein bisschen wie eine Sucht. Familie und Freundeskreis beschweren sich, aber solange es mir noch so viel Freude macht, werde ich da weiterhin so viel Zeit investieren. Und was halt die meiste Zeit frisst, ist wirklich die Reiserei am Wochenende. Ne? Also die Leute sehen, oh guck mal, der spielt einen Gig 2 Stunden. Irgendwie nachts legt er auf, ist ja nicht so wild. Und du fährst halt, wir sehen es ja jetzt gerade selber, fährst mittags schon los, hast einen Soundcheck, Interviews zwischendrin und so. Und dann bist du halt und dann bist du halt am nächsten Abend erst zu Hause und denkst, oh, wieder 2 Tage weg für 2 Stunden Auflegen. Ja, da muss man aufpassen. Ja, starten wir dann mal, ne? Check this out. 1, 2, 3, in the place to be. Na klar, also die Gigs lasse ich mir natürlich bezahlen, weil es ist halt mit einem unglaublichen Aufwand verbunden und ihr werdet es später auch sehen. Ich packe alles rein. Also auch wenn da nur 5 Leute vor mir stehen, ich gebe 2 Stunden lang alles, was ich habe und das lasse ich mir auch bezahlen. Zumal all diese tausenden Stunden, die ich für die Mashups investiert habe und Webseitenentwicklung, die ganzen Premium-Accounts, das kostet auch echt eine Menge Geld und das kriege ich ja nicht bezahlt. Also momentan kostet mich Mashup Germany im Jahr zwischen 6.000 und 10.000 Euro. Einfach nur Hosting von meiner Webseite, Webseitenentwicklung, Soundcloud Premium, die ganzen Premium-Accounts. Und
Und wenn ich die Gigs nicht hätte, müsste ich das von meinem normalen Gehalt, was ich sonst halt mit meinem normalen Job verdiene, zahlen, und das ist schon grenzwertig. Ja, gut, okay, das ist dann schon schwierig. Ja. Aber ich kann halt für die Mashups kein Geld nehmen, möchte ich auch nicht, selbst wenn ich könnte. Kommen immer wieder Labels zu sagen, hier, komm, lass uns den noch lizenzieren, aber geht wieder meiner Einstellung. Okay. Okay, das mit den Chicks tut mir leid, es war nicht so gemein. Kannst du mir noch mal verzeihen, Ina? Und sie schreit, ich heiß. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleib. Ja, und wenn sie heiraten will und nach 3 Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deine Leihwagen will, er schießt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, meine Zeit, Da-Young Gangnam Style, Ja, mit Crow und Da-Young. Da war es so, dass ich Da-Young im Radio gehört habe, die Radio-Weltpremiere. Und ich habe nur das Gitarren-Intro gehört und habe mir gedacht, oh, das ist doch Wolke 7 von Max Serre und Philipp Posell. Dann dachte ich mir, das erinnert mich aber an noch was. Und dann habe ich halt Crow schneller gemacht und dann ist mir aufgefallen, ey, das passt ja auch super geil zusammen. Und dann war halt Gangnam Style auch noch schnell drin, das passt auf alles. Ja, klar. Aber bei anderen Produktionen, wie zum Beispiel, das sind dann eher so die weniger clubtauglicheren Sachen wie I Did It My Way, die Sachen, die eher langsam sind, oder I'm Coming Home, da ist es oft so, dass ich eine Konzeptidee habe, zum Beispiel bei I Did It My Way. Und da habe ich mir dann Songs gesucht, die inhaltlich zu dem Thema passen und habe dann versucht, die Vocals zu verzahnen. Also das kommt immer ganz drauf an, aber ich bin mit Musik groß geworden und habe wirklich, ich schätze mal so 40.000, 50.000 Songs im Kopf, wirklich mit Geschwindigkeit und Keyfolge, und das hilft dann natürlich, dann kannst du halt crawlen. Also. Super Frage. Früher habe ich so nur für mich gemacht. Nur. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das mal jemand hören könnte. Und dadurch hatten sie, glaube ich, auch was sehr Authentisches. Und je größer das wird, desto mehr Gedanken mache ich mir, und ich frage mich manchmal, ob das so gut ist. Also ich habe erstmal eine Grundregel. Jeden Song, den ich vermische, kaufe ich mir. Weil ich der Meinung bin, wenn ich von jemandem Fremden was nehme, will ich ihn vorher entlohnen. Instrumentals und A Cappellas ist schwierig. Gerade von den deutschen Sachen ist es zum Glück so, dass ich die mittlerweile wirklich häufig von den Labels bekomme. Wir haben ja gerade über Crow gesprochen, das ist ein gutes Beispiel. Der hat mir netterweise das Album zur Verfügung gestellt, aber gerade so bei internationalen Sachen musst du entweder wirklich lange suchen, penetrierst die Künstler und die Labels, ja, also immer wie, das habe ich damals bei, was war es, Jimmy Eat World gemacht. Ich bin echt so lange genervt, bis die mir ihre Sachen geschickt haben. Und dann waren sie begeistert, ja. Aber es ist nicht ganz leicht. Wir sind die erste Generation von Leuten, die nicht mehr nur Medieninhalte konsumieren, sondern wir schneiden sie zusammen und packen was dazu und legen Fotos drunter. Brauche ich euch nicht zu sagen, ja? Nur unser Urheberrecht, was eigentlich gemacht worden ist vor über 100 Jahren, für eine kleine Elite von Verlegern und von Kreativen, ist überhaupt gar nicht für den Konsumenten und für den Endverbraucher ausgelegt. Und dass die Politik da noch nicht reagiert hat, ist eigentlich ein Skandal. Weil, ja, wir werden alle kriminalisiert. Wir sind alle illegal in unserem täglichen Konsumverhalten von Medien. Das ist schon alles relativ genau durchdacht, was ich da mache. Und es ist ein kalkuliertes und auch ein kalkulierbares Risiko. Weil ich stehe ja im Dialog, auch gerade mit den Plattenfirmen und mit Teilen der Branche, um eben genau das zu verhindern.